Servus Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Patchlog. Und zwar 1.8 ist jetzt erschienen, ist noch nicht offiziell announced worden, ist noch auf der Homepage von denen verlinkt. Deswegen wird es wahrscheinlich erst, wenn das Video hochgeladen wird, zeitig wahrscheinlich, plus minus, announced werden. Ich habe mir das Update, den Patch schon mal komplett durchgelesen diesmal, weil ich habe mir gedacht, ich mache es diesmal mal anders. Ich lese mir alles durch und fasse euch alles zusammen, damit es für euch vielleicht das Video kürzer wird und ihr nicht so lange Videos bekommt. Weil mein Ziel ist, falls ihr gemerkt habt, so knapp so um die 15 Minuten Videos ab sofort zu machen und nicht länger oder weniger. Genau, das ist der Grund, warum ich jetzt die Videos versuche, kürzer zu machen. Also schreibt einfach in die Kommentare, ob es euch so besser gefällt oder ob ihr lieber eine Live-Reaktion von mir sehen wollt, wie es euch passt. Aber ich denke mal, es ist schon ganz okay, so 15 Minuten Videos zu machen. Damit sind alle, glaube ich, bedient. So, gehen wir direkt rein. Ich muss ehrlich sagen, coole Sachen dabei. Ein bisschen Enttäuschung wird bei einem oder anderen dabei sein. Ich hoffe, da wird noch mehr kommen jetzt in nächster Zeit, aber wir gehen einfach direkt rein. So, die Psychosurgeons, also die Psychirurgen. Die werden nicht genervt, nicht gebufft. Es wird sich zeigen, ob das besser oder schlechter ist. Da wird die Formel, also Wasser, Feuer und Licht, da wird die Formel einfach nur von Attack Power mal 130% auf Attack Power mal 80 plus Speed mal 0,4%. Ja, wird sich zeigen. Ich denke mal, damit will man einfach nur forcieren, dass man die Elements einfach schneller baut und ja, ein bisschen besser damit Damage machen kann. Als nächstes wurde die Krankenschwester ein bisschen, ich will es nicht sagen genervt, aber zumindest ein bisschen gepatcht, also gebalanced, weil sie hat jetzt nicht mehr unsterblich, sondern dieses unbeugsam. Das heißt, diejenigen, die diesen Buff bekommen werden, also kriegen trotzdem Schaden, aber fallen nicht unter 1 HP. Also nicht mehr unsterblich, dass sie gar keinen Schaden mehr bekommen. Finde ich fein, ist okay, weil sie ist schon ein bisschen OP. Und genau, und es wird jetzt auch genau geguckt, welche HP, also dass das besser, korrekter identifiziert und so weiter. Das finde ich sehr gut. Feuer-Spezialist, Effektrate wird um 5% reduziert bei Cocking. Fire. Ich weiß jetzt nicht, welcher Skill das ist. Wahrscheinlich die passive oder vielleicht die aktive, ich weiß es nicht. Ich finde 5% ist noch ein bisschen zu wenig. Es müsste noch ein bisschen mehr kommen, weil er ist einfach viel zu OP. Es ist einfach eines der OP-sten Lösungen für jeden Team. Deswegen muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gemacht werden. Aber ich glaube, die sind schon dran. Also sie haben es zumindest auf dem Schirm und werden sich darum kümmern. Der Dark wurde auch ein bisschen genervt, weil der ist auch extrem heftig. Also da seine Aktionsrate von der Aktionsleiste wurde von 100% auf 70% reduziert. Das heißt, er tut nicht mehr die komplette Aktionsleiste absorbieren, sondern nur 70%. Und der Angriffskrafterhöhung pro Stack wurde von 100 mal 3 auf 50 mal 5 gemacht. Also er kriegt jetzt mehr Stacks, aber dafür weniger. Im Endeffekt hat er dann 250 und anstatt 300. Ne? Also 50% weniger, aber dafür langsamer, ist auch besser so. Die Puppet Artist im Baum wurde auf jeden Fall gebufft. Die hat einen extra Effekt bekommen, wenn ihre Cooldown, also wenn dieser Skill, das ist der dritte glaube ich, nee der zweite, sorry, wenn der im Cooldown ist, dann wird die Heilung und der Schaden, den sie macht, 30% erhöht und die Buffs und Debuffs, die sie verteilt, wird um eine Runde erhöht. Das Ding ist halt nur, sie heilt ja nur mit dem zweiten Skill, das heißt, die Heilung wird ja gar nichts bringen, wenn der Skill sowieso auf Cooldown ist. Ich weiß nicht, wie sie das handhaben werden, wir werden sehen. Der Ripper wurde auf jeden Fall mit Wasser, Dark und Baum auch nochmal die Formel geändert, aber im besseren Sinne. Und zwar geht es jetzt mit Ziel Max HP mal 6%. Das wird ziemlich stark für die Dungeons, die jetzt bald kommen. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Beim Dark wurde die Angriffskraft-Stack von 50% auf 100% erhöht. Aber Lebensraubbonus wurde reduziert von 20 auf 10%. Ich habe leider keinen Dark Ripper. Müssen die Leute mal Feedback geben, die ihn haben und die mal testen können. Werden wir sehen. Ansonsten schreibt mir einfach, wenn ihr ihn habt und ich ihn gerne testen darf. Wäre cool. Würde mich freuen. Würde ich gerne ein Video machen. So, die Wisp Catchers. Da wurde ein bisschen was geändert. Da haben sie die Fähigkeit Suppress Siphon. Ich glaube, es müsste die
dritte Fähigkeit sein, diese AOE, glaube ich. Oder ist, glaube ja. Oder der zweite. Ich glaube der zweite. Naja. Da wird auf jeden Fall der Effekt entfernt, dass er mehr Schaden macht. Das müsste dritt sein. Dass er mehr Schaden macht, desto niedriger das Level der Gegner ist. Weil es macht keinen Sinn. Im Dungeon sind sie immer höher als einer selber und in einem normalen PvP oder Gildenkampf sind die alle auf dem gleichen Level. Also ist diese Fähigkeit komplett nutzlos. Sie haben aber dafür einen anderen Effekt dazu gemacht, und zwar die gegnerische Max-HP zerstört um 30% des Schadens, was ziemlich cool wird. Also man hat nochmal mehr Damage, Destroy Max HPs. So, vorher wurde der Effekt entfernt, dass die Max-HP zerstört wird um 30%, weil man hat es ja quasi bei den anderen. Hier wurde es jetzt umgeändert in, wenn ein kritischer Hit gemacht wird, kriegt der Gegner eine Runde Brennen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Könnt ihr mir glauben. Also, da werden wir auf jeden Fall mal testen, der Lichtfänger. Dann der Dunkle wurde auch geändert. Und zwar werden genau, vom 100% erhöhende Angriffskraft wird jetzt geändert zu 15% vom ausgehenden Schaden pro Stack. Ne? Also nicht mehr 100%, sondern 15% pro Stack, der ausgehend Schaden macht. Die Level-Effekte wurden auch umgeändert. Es ist jetzt nicht mehr so, dass 30% einfach kritische Rate erhöht wird, sondern dann kriegt man einen Crit-Up. Und bei Level 2 kriegt man nicht mehr Schaden, sondern man kriegt einen Attack-Up. Was die wahrscheinlich versuchen, ist einfach, dass man den Gegner irgendwie, wenn er revenged oder so, dass er halt, wenn man ihn despellt, also strippt, dass man den vielleicht im Buff weg hat, aber die kriegen halt jedes Mal, wenn sie eine neue Runde haben, diesen Effekt wieder dazu. Ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie gestunt sind, dann den Effekt nicht bekommen oder so, vielleicht, aber ich meine, also da ich leider den Dunklen nicht habe, kann ich auch nicht wirklich viel sagen, warum man diese Entscheidung getroffen hat, aber ich denke mal, es wird schon eine wichtige Entscheidung gewesen sein. Also eine gute Entscheidung. Einen guten Grund, so rum. Genau, und jetzt kommen wir zum Ganzlinger Wasser. Da wird die Formel auch geändert von Angriffskraft mal 250 zu Angriffskraft in Klammer 80 plus Speed mal 1,2%. Wahrscheinlich einfach nur, damit man mehr auf Speed spielt und nicht auf Damage. Weil er wahrscheinlich eher so als CC und so ein bisschen mehr in Richtung Lauren gehen soll. Vor allem auch jetzt mit dem Entfernen vom Effekt, dass er jetzt nicht mehr dieses Nullify gibt, sondern den Gegner ohne Buffs einen Verteidigungsverringerung für 2 Runden, was auch ziemlich cool wird. So, dann kommen wir zum Giant. Das ist sehr, sehr cool, weil der Giant bekommt einfach Crit-Up für 2 Runden für Empower Tree. Das müsste der dritte Skill sein. Der bufft ja, glaube ich, die Aktionsleiste der Teammates und gibt jetzt noch einen Crit-Up. Das finde ich sogar sehr, sehr gut, weil es gibt, glaube ich, nicht so viele Baumelemons im Freestyle-Bereich oder überhaupt eins. Ich weiß gerade nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht an. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, kommen wir jetzt zu den Feature-Updates. Feature-Updates, ganz normal, da wurde jetzt die Healing over Turn ein bisschen verfeinert, sodass man jetzt zum Beispiel beim Wasseringenieur und bei der Feuernurse, wenn man Healing over Turn bekommt auf sich selber, dass es nicht direkt, wenn sie den Zug bekommen, aktiviert wird, sondern eine Runde erst danach. Dadurch wird man einfach diesen Bug los, dass die sich nicht sofort wieder instant hochheilen wie verrückt, was ziemlich cool ist. Klon wird eine Fähigkeit sein, die jetzt in den neuen Dungeons dabei sein wird, dass diese Klone beim Boss sich ja dann in das Element verwandeln mit den gleichen Fähigkeiten, wie man selber hat. Also, ne, man hat ja das, dann wird es geklont, das ist das. Extra Turn wurde geändert, dass es irgendwie ein Problem mit dem Feuer-Eichhorn zum Beispiel gab, wenn der irgendwie dazwischen cuttet, dass man dann seinen Extra-Turn nicht mehr bekommt. Jetzt haben sie es so gemacht, dass die Aktionsleiste auf 100% erhöht wird, so dass garantiert wird, dass er danach zumindest spätestens dann drankommt. So, jetzt kommen wir zum Element-Dungeon. Der Element-Dungeon, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, wird Dark, Feuer, Wasser, Baum, Licht geben. Die werden alle in einer Reihenfolge drankommen, von Montag bis Freitag. Und Samstag und Sonntag werden alle aktiv sein. Die Freischaltung wird irgendwie in einem Story Battle sein. Honor Volcano. Wird wahrscheinlich irgendwie ein Crazy Dungeon sein anscheinend irgendwie. Wir werden aber sehen beim Update.
Beim Teilnehmen können immer nur das Element, was man auch angreift. Das heißt, Feuer kann nur mit Feuerelements angegriffen werden. Dadurch werden viele Elements, die man vielleicht nicht genutzt hat, relevanter. Wir werden sehen. Also ich werde auf jeden Fall zu jedem Team definitiv euch Teams bauen und versuchen, euch so gut es geht dabei zu helfen, den Content auch zu bewältigen. Genau, und die Items, die gedroppt werden, sind dann so wie Essenzen, wie bei Summoner's War. Es wird in jedem Element eine Essenz geben. Es wird eine neutrale Essenz geben. Hier, da. Und mit diesen Essenzen kann man dann rote Sterne bekommen, also quasi wie so eine zweite Erweckung bekommen. Und pro Stern, den man bekommt, das heißt, wenn man einmal aufrankt, diese Spezialisierung, kriegt man immer 5 Punkte für die Spezialisierung an sich. Man kann also 6 mal aufwerten, bedeutet 6 mal 5 sind 30. 30 Punkte kann man insgesamt dann skillen in den beiden Rollen, die das Element ja hat. Ich glaube, jedes Element müsste 2 Rollen, vielleicht auch nur 1, ich weiß es nicht. Müsste man genau gucken. Und dann gibt es natürlich noch die Stacks, die ja nochmal zusätzlich als 5 Punkte zusätzlich kommen. Bedeutet, man kann maximal 35 Punkte auf jedem Element haben. Wird man auf jeden 3-Star haben, spätestens auch irgendwann auf jeden 4-Star. Bei 5-Stars wird es schwierig, vor allem bei den Licht und Dunkel, aber ja, das ist, die 5 Punkte mehr oder weniger sind halt dann, ja, die werden nicht den Unterschied im PvE machen. Im PvP, ja, kann es einen Unterschied vielleicht machen. Da ist dann vielleicht ein bisschen mehr Pay-to-Win wieder dabei, aber im PvE werdet ihr da keinen großen Unterschied wegen diesen 5 Punkten haben bei 5 Stars. Genau, es wird auf jeden Fall 7 verschiedene Spezialisierungstypen geben. Das Escapist wird entfernt und Material wird hinzugefügt oder rausgenommen, quasi, aus dem Skill-Tree. Und man kann halt natürlich entscheiden, ob man alles in eins investieren will, also in einen Baum oder in beide verteilt. Und um das nächste Team abzugraden, muss man mindestens mal 5 Punkte haben. Das heißt, um hier rein zu skillen, muss man 5 Punkte hier haben. Um hier rein zu skillen, muss man hier 10 Punkte haben und so weiter. Und so geht es runter, so dass man am Ende nicht so viele Punkte unten haben kann, sondern die meisten Punkte oben haben muss, um überhaupt nach unten zu kommen, um die Balance dazwischen zu halten, was sehr, sehr gut ist, finde ich. Deswegen werden wir auf jeden Fall da noch einiges sehen. Es wird auf jeden Fall diesen Initiator-Typ geben, der hat in seinem Baum 5 Speed dazu. Bedeutet, es werden welche geben, die einfach die Speed genervt werden, weil sie halt Initiator sind. Das hier zum Beispiel, die Liste sind alles Initiator. Die werden in ihrem Baum halt 5 Speed dazu bekommen können. Was jetzt vielleicht, ja, das sind jetzt nicht alles, wo ich sage, jo, aber ist schon mal ganz okay. Und es gibt ja noch ganz andere Initiator. Also alle Initiator haben diese Fähigkeit, dass sie 5 Speed dazu haben können im Skillbaum. So. Dann haben wir, das hatten wir schon mit den Spezialisierungen. Es wird auf jeden Fall mit den Materialien so sein, dass man dann selber auswählen kann, bis welchem Level. Und wie gesagt, man muss 6er sein, um bis 6 Sterne auf Orange zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ansonsten, ja genau, also man kann schnell direkt auf 5 machen. Man muss nicht jedes einzelne einzeln machen, sondern man kann direkt auf Level 6 gehen, wenn man natürlich genug Materialien hat. Man kann die auch upgraden oder downgraden oder upgraden, je nachdem. Man kann also niedrigere in mittlere machen oder mittlere in hohe oder hohe in mittlere. Ich glaube irgendwie 5 mittlere zum Beispiel ist ein hohes und ein hohes ist wahrscheinlich dann 3 mittlere, wenn man es runter macht. Ich denke nicht, dass das gleiche Wert haben wird, aber wir werden sehen. Dann Vererben wird nochmal abgeändert anscheinend. Früher war es ja so, man kopiert ja, wenn man vererbt, hat man 6-Star mit Level 60 und nimmt einen zum Beispiel mit 3-Star, also 3 Sterne und Level 1. Und dann kopiert man ja alles auf den drauf und es wird jetzt so sein, dass die ganze Physik, also das Element, was man hat, einfach drüber gemacht wird. Wahrscheinlich macht man das jetzt so, weil man ja den Skilltree vielleicht nicht auch mit übernimmt. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht, ob das jetzt damit gemeint ist. Weil hier steht einfach nur Skillsets und mehr effektiv um ihren Potenzial. Nee, nicht hier, sorry. Quatsch. Hier. Trägt halt die Physikwerte zwischen beiden Units und die alle anderen Sachen bleiben unverändert. Wir werden sehen, wie das dann am Ende funktioniert. Neue Challenge wird dazu gemacht, also in diesem Pfad der, wie hieß es? Pfad der Wahrheit oder so, da kommt jetzt wahrscheinlich nochmal neue Belohnungen, die man sammeln kann. Genau das mit dem Workshop, was ich gesagt habe, da wird jetzt dieses Transportieren reingemacht, heißt 5 Lower Special Materials werden in ein höheres
Ah, das steht sogar genauso, wie ich es gedacht habe. Ein hohes wird dann in 3 niedrigere. So, das war auf jeden Fall alles grobe zu dem kompletten Update. Was hier noch ein bisschen was dabei sind, noch kleine Fixes. Irgendwie mit dem Event gab es, mit dem Joker-Event gab es hier Probleme, falls ihr das gesehen hattet. Die Fähigkeit beim Bär mit dem Bär runter den Berg oder so, irgendwie sowas war irgendwie ein Problem. Bei der Evolution gab es anscheinend ein kleines Problem, wenn man nicht genug Erfahrungskapseln hatte. Oder wenn 2 Gilden gleiche Punkte hatten, dass die dann als zweiten Platz angezeigt wurden. Übersetzungsfehler, ja. Ja, mein Fazit zum Update, was jetzt rauskommt, ist ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte ein bisschen mehr erwartet, nachdem man jetzt so lange auf das nächste Update gewartet hat. Vor allem haben viele von uns auf RTA gewartet, auf den Hintergrundskampf gewartet, etc. etc. Weil diese Botschaft von denen war einfach so, dass man ja gesagt hat, hey, wir brauchen länger, weil noch vieles mehr kommt. Kann sein, dass es jetzt in den Laufe der Tagen noch mehr Ankündigungen kommt, weil wie gesagt, das ist inoffizielle Ankündigung momentan. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung von den Entwicklern, das ist nur auf der Homepage. Das heißt, vielleicht kommt noch was dazu. Aber geht mal davon aus, dass nichts dazu kommt erstmal mit diesem Update. Und ich hoffe, dass es dann im nächsten Monat zumindest endlich mal was kommt dazu, weil man merkt schon, dass die Leute frustrierter werden, die Motivation für den und. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare unten rein, wie ihr das Update findet, ob ihr damit zufrieden seid, seid ihr gehypt, habt ihr Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den neuen Dungeon mit den Skill Trees. Man hat viel mehr Möglichkeiten, seine Elements umzubauen, vor allem auch für bestimmte Situationen vielleicht neu zu bauen, dass man dann vielleicht die Möglichkeit hat oder man wird mehr belohnt, mehrere Elements doppelt oder dreifach zu haben, einfach aus dem Grund, dass man jedes anders umbauen kann, weil ich habe jetzt schon einige Elements 3-mal schon gebaut, einfach nur aus Gildenkampfgründen. Aber ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Like da. Nein, ist das Gleiche. Lasst gerne ein Abo da. Ja. Und schreibt auch rein, ob es euch so besser gefällt, dass ich alles schnell, kurz und knapp zusammenfasse und also zwischen 15 und 20 Minuten halte, dass es schneller geht, dass es keine 40 Minuten Videos werden. Ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Ciao.